Verzweifelte Hysterie in Europa, Medienvertreter den Tränen nahe. Was ist passiert? Donald Trump ist zum 47. Präsidenten der USA gewählt worden. Anders als in Deutschland und in Österreich lässt sich dieses Ergebnis eben nicht durch sogenannte Brandmauern weglügen. Überraschend ist die Mehrheiten, mit denen er gewonnen hat. Nicht nur konnte Trump die notwendigen Wahlleute hinter sich vereinen, auch hat eine Mehrheit der wählenden Bevölkerung in den USA tatsächlich für ihn gestimmt, darunter auch viele sogenannte Minderheiten, Minorities wie zum Beispiel Latinos, African Americans, aber auch viele Frauen, viele junge Leute, alles Menschen, die eigentlich hätten nicht für ihn wählen dürfen, wenn es nach der liberalen Agenda gegangen wäre. Was aber sind die Konsequenzen dieser Wahl, dieses entscheidenden Sieges Donald Trump für Europa, für Deutschland und auch für dich? Mit diesem Thema wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen, einen Tag nach dieser spannenden Wahl in den USA. Wenn du diesem Kanal regelmäßig folgst, dann weißt du, dass wir uns hier oft mit dem Thema USA auseinandersetzen, Firmengründung USA, Kontoeröffnung in den USA. Ich selbst habe 10 Jahre in den USA gelebt, habe dort immer noch einen Wohnsitz. Seit 2008 helfen wir Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, ihr Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in die USA zu expandieren und übernehmen natürlich dort auch steuerliche und rechtliche Betreuung von natürlichen und juristischen Personen. Die USA sind eines der beliebtesten Auswanderungsländer für Deutsche. Und deshalb befassen wir uns natürlich hier immer wieder mit Amerika. Und das ist eben der wichtigste Grund, warum wir uns hier immer wieder auch mit den USA, mit Amerika beschäftigen. Für viele, die sich möglicherweise überlegen, in Amerika wirtschaftlich aktiv zu werden, dort vielleicht eine Firma gründen wollen, ihr bestehendes Unternehmen dorthin expandieren wollen, oder auch jene, die dorthin umziehen wollen, stellt sich nun die Frage, was hat dieser Sieg Donald Trumps nun eigentlich für Konsequenzen? Mir sind 9 wichtige Konsequenzen, 9 Folgen dieses Wahlsieges für Europa, für Deutschland und auch für dich eingefallen. Diese möchte ich dir heute vorstellen. Nummer 1. Die Schulden in den USA werden weiter steigen. Hier sollte man sich keinerlei Illusionen machen. Das war schon im Vorfeld klar. Auch ein Präsident Donald Trump wird weiterhin ordentlich Schulden machen. Vielleicht auch mehr Schulden als eben eine mögliche Präsidentin Harris. Die USA haben bekanntlich bereits Schulden von 35 Billionen Dollar. Sie müssen nun jährlich über 1 Billion Dollar hier an Zinsen bezahlen, mehr als sie für das Militär ausgeben, und die Schulden sollen weiter steigen. Gemäß diesem Artikel hier hätte Präsidentin Harris, wenn es dazu gekommen wäre, 3,5 Billionen hier Neuverschuldung verursacht, und bei Trump sollen es sogar 7,5 Billionen bis zu 15,2 Billionen Dollar sein. Das sind natürlich enorme Beträge. Das heißt, die Risiken, die von dieser Schuldensituation ausgehen, die destabilisierend sind für die Wirtschaft, die wird es auch weiter geben. Man wird sehen, wie Trump darauf reagieren wird und was er damit machen wird. Wir können also davon ausgehen, dass zum Beispiel die ganze BRICS-Bewegung, wo es ja um die De-Dollarization geht, weiter an Fahrt aufnehmen wird. Auch können wir davon ausgehen, dass der Goldpreis weiter steigen wird, weil Zentralbanken weiterhin umschichten vom Dollar in Gold. Konsequenz 2. US-Visa werden schwieriger zu erhalten sein in Zukunft. Das war schon nach dem ersten Gewinn Trumps 2016 so. Gerade das L1-Visum war danach praktisch nicht mehr zu erhalten, jedenfalls nicht für kleinere Unternehmen. Mit dem L1-Visum können zum Beispiel hier Geschäftsführer oder leitende Angestellte in die USA geschickt werden. Dieses Visum wurde vielfach verwendet von zum Beispiel Indern und Chinesen, um hier Personal in die USA zu schicken, oder auch natürlich von Unternehmern aus diesen Ländern, um in den USA Fuß zu fassen. Trump ist dagegen, er will es abschaffen. Deutsche können natürlich dann weiterhin die E1 oder E2 Visa verwenden. Das sind Kategorien, die zum Beispiel Chinesen und Indern nicht offen stehen. Das wird sicherlich ganz klar ein Trend sein. Wenn du schon einen Visa-Antrag am Laufen hast, dann würde ich hier dringend mit deinem US Immigration Attorney sprechen, was nun die Konsequenzen sind, ob man möglicherweise hier schon jetzt anfängt umzuschichten. Während der ersten Trump-Präsidentschaft war es so, dass ja hier das entsprechende Personal
in den Behörden ausgetauscht hat und diese Visa nicht mehr bewilligt wurden. Sprich mit deinem Anwalt und lass dich dazu beraten. Folge Nummer 3 dieses Sieges. Die USA werden weiter sehr viel schneller wachsen als die EU. Die Wirtschaftsmächte EU und USA werden sich weiterhin entkoppeln. Hier habe ich diesen interessanten Artikel der BBC gefunden. Er ist von Anfang 2024. Hier sieht man die Entwicklung 2023, 2024, wie stark hier die US-Wirtschaft wächst im Vergleich zum Rest der Welt. Man muss sich vorstellen, dass vor ungefähr 30 Jahren die US-Wirtschaft gleich groß war wie die Wirtschaft der EU. Das hat sich komplett geändert. Die US-Wirtschaft ist mittlerweile sehr viel größer und dieses Wachstum wird auch weiter zunehmen. Gründe dafür sind zum Beispiel die reichen Energievorkommen in den USA, der sehr viel flexiblere Jobmarkt, Investitionen in Milliarden- und Billionenhöhe. Das alles gibt es in Europa nicht. Also kann man davon ausgehen, dass es weiter in den USA aufwärts gehen wird, während hier Europa und auch Deutschland im wirtschaftlichen Stillstand oder sogar in einer Rezession verharrt. Folge Nummer 4 dieses Trump-Siegs: Deutsche und europäische Unternehmen werden in Zukunft noch mehr in den USA produzieren bzw. dorthin expandieren. Du hast es vielleicht schon im Vorfeld gehört. Trump will sofort im Januar hier Strafzölle erheben. Er sprach von 100% Strafzöllen auf Autos, die in Mexiko gebaut werden. Viele amerikanische Autohersteller stellen ja Autos in Mexiko her, die dann in die USA verkauft werden. Trump will nun europäische Unternehmen, unter anderem auch deutsche, in die USA locken. Er hat gesagt, ich will aus deutschen Autobauern amerikanische Autobauer machen. Tatsächlich sind die deutschen Autobauer ja schon sehr präsent in den USA, haben dort zum Teil riesige Fabriken. Zum Beispiel BMW in Alabama stellt dort sehr viele Fahrzeuge her. Dieser Trend wird garantiert weitergehen. Und wenn wir sehen, was hier in Europa und in Deutschland mit der Autoindustrie passiert, mag einen das auch nicht verwundern. Folge Nummer 5 dieses Wahlsieges: Die USA werden unter Trump weiter ein Niedrigsteuerland gleich auf mit der Schweiz bleiben. Es wird keine Steuererhöhungen geben. Wahrscheinlich werden sogar die Steuern gesenkt werden. Dinge wie zum Beispiel die globale Mindeststeuer, die ja heute von den USA immer noch nicht beschlossen wurde, werden meiner Meinung nach nun endgültig auf Eis gelegt werden. Es macht ja einfach auch keinen Sinn für US-Unternehmen. Vielleicht weißt du, dass amerikanische Unternehmen für ausländische Umsätze nur ungefähr 13% Steuern zahlen müssen. Ein Mindeststeuersatz von 15% wäre also hier für die USA kontraproduktiv. Andere steuerliche Vorteile in den USA sind zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Hier gilt ein Freibetrag von ungefähr 10 bis 15 Millionen Dollar. Eine sehr niedrige Einkommensteuer, die mit der Schweiz vergleichbar ist, abhängig davon, wo du wohnst. Zum Teil sogar niedriger als die niedrigsten besteuerten Kantone in der Schweiz. Und natürlich gibt es auch keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell in den USA. Natürlich gibt es eine Sales Tax, aber vielfach auf klassische Dienstleistungen fällt diese nicht an. Weiterhin ist meine Prognose, die USA werden steuerlich sehr interessant bleiben. Folge Nummer 6 dieses Trump-Sieges: Meiner Meinung nach werden die USA vor allen Dingen für Personen, die dort nicht leben, die dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, deutlich freier sein als die EU. Wir haben es ja schon auf diesem Kanal hier vielfach berichtet. Die EU entwickelt sich hier mehr und mehr zum Überwachungsstaat nach dem Beispiele Chinas. Das gibt es in den USA nicht, insbesondere dann nicht, wenn du dort nicht wohnst. Natürlich wissen wir, dass Amerikaner oder jene, die dort wohnen und steuerpflichtig sind, dem Informationsaustausch und auch anderen drakonischen Maßnahmen der US-Behörden ausgesetzt sind. Daher, wie gesagt, ich wollte betonen, dass es um jene geht, die dort nicht ansässig sind oder nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. In den USA gibt es zum Beispiel kein Vermögensregister und es ist auch keines geplant. Also auch nicht so eine Sache hier, wie die EU gerade einführt, wo hier unter dem Vorwand der Geldwäschereibekämpfung so Stück für Stück hier transaktionsbasiert hier letztlich Aufzeichnungen zu Vermögen angelegt und in Registern gespart werden. Das gibt es in den USA nicht. Kein Kontenregister wie in der EU, wo ein zentrales Kontenregister bis 2029 eingeführt wird. Kein Transparenzregister wie in der EU. Jedenfalls keines, was öffentlich ist. Keine Superbehörde AMLA, die hier jeden Geldfluss überwacht und zum Beispiel auch jede Kryptotransaktionen überwacht. Cash kann hier nach wie vor in den USA beliebig eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel keine Bail-in-Gesetze
bei den Banken. Grundsätzlich also, jedenfalls wenn man Ausländer ist und dort nicht unbestimmt steuerpflichtig ist, sind die USA ganz deutlich weniger ein Überwachungsstaat als die EU ist. Und natürlich mit einem Überwachungsstaat, wie ihn die EU plant, in Zukunft überhaupt nicht zu vergleichen. Folge 7 sind, dass die USA weiterhin ideal als Standort für deinen Plan B sind. Du kannst da zum Beispiel Land erwerben oder Immobilien erwerben als einen möglichen Zweitwohnsitz. Du kannst hervorragend dort ein zweites wirtschaftliches Standbein aufbauen, was komplett unabhängig ist von dem, was in Europa passiert. Wir haben etliche Mandanten, die das schon gemacht haben, die dann auch zum Beispiel aufgrund von bestimmten Widrigkeiten Schwierigkeiten hatten in Deutschland, in Europa, zum Teil sogar Insolvenz anmelden mussten, aber weil sie hier zum Beispiel mit Familienmitgliedern in den USA zuvor erfolgreiche Unternehmen etabliert haben, durch diese Krisen hier locker am Strand von Florida haben dann durchkommen können. Auch als Goldlagerstätte sind die USA grundsätzlich interessant und auch US-amerikanische Banken sind weiterhin ideal als Alternative zu Schweiz und Liechtenstein zu sehen. Tatsächlich entscheiden sich immer mehr Wohlhabende dafür, Konten in den USA zu eröffnen und hier in den USA Banking-Optionen zu nutzen und nicht mehr in der Schweiz. Dinge, die mit der Credit Suisse passiert sind, haben extrem die wohlhabenden Bankkunden verunsichert und eben die USA haben den großen Vorteil, dass sie nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen. Als letzter Punkt wären hier auch amerikanische Trusts und Stiftungen zu nennen, die extrem hier steuergünstig sind und auch extrem anonym gehalten werden können, zum Beispiel nirgendwo im Handelsregister veröffentlicht werden müssen, denn ein Trust ist ja bekanntlich keine juristische Person, sondern eine Vereinbarung zwischen mehreren Parteien. Selbst wenn du also nicht in den USA wohnst, sondern dort einfach gewisse Zeit im Jahr verbringen möchtest und hier Vermögen aufbauen möchtest, ist dieser Plan vor allen Dingen nach diesem Trump-Sieg als sehr sinnvoll zu erachten, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. So, die 8. Folge dieses Trump-Sieges ist meiner Meinung nach möglicherweise ein schneller Frieden in der Ukraine. Trump war schon immer jemand, der gegen Kriege war. Schon vor diesem Wahlsieg haben er und J.D. Vance kurz anklingen lassen, wie ein solcher Friedenspakt aussehen könnte. Im Wesentlichen geht es darum, dass hier beide Seiten Kompromisse machen müssen. Das heißt also, die Ukraine wird Gebiet aufgeben müssen. Russland wird dafür Garantien abgeben, dass die Ukraine sicher ist. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Initiative hier bei allen sehr willkommen ist. Wir sind alle kriegsmüde. Auch die Ukrainer sind es, auch die Russen sind es. Das heißt, wenn hier jemand wie Trump, also ein neuer Spieler auf diesem Schachbrett auftaucht, der noch nicht vorbelastet ist, kann er hier möglicherweise viel erreichen. Last but not least, die letzte Konsequenz hier dieses Trump-Siegs, die 9. Folge ist, dass sich die USA weitestgehend aus der NATO zurückziehen werden und dass sie spezifisch Deutschland hier sehr viel mehr Verantwortung übertragen wollen. Man hat schon vor diesem Wahlsieg gesagt, dass man erwartet von Deutschland, dass Deutschland seine Ausgaben hier verzehnfacht letztlich, wenn es um das Militär geht. Diese Folgen werden gravierend sein, Steuern werden erhöht werden müssen. Man wird möglicherweise die Wehrpflicht wieder einführen. Ansonsten wird es eben um die Sicherheit Europas schlecht bestellt sein. Man kann hier sich nicht mehr auf die USA verlassen. Die USA wollen sich vor allen Dingen auf China konzentrieren und haben nicht die Ressourcen, sich hier um jedes einzelne Land und um jedes Problem zu kümmern. Gerade eben Deutschland wird hier ganz deutlich mehr in Zukunft gefordert sein. So, das waren meine 9 Punkte. Was sagst du dazu? Hast du weitere Punkte, weitere Folgen, die dir einfallen, die dieser Wahlsieg hier haben könnte für Europa, für Deutschland und für dich selbst? Hinterlass gerne deine Kommentare und lass uns wissen, was du denkst. Das ganze Thema USA und natürlich auch die Situation der NATO und der Ukraine wird auch bei unserem Plan B Schweizer Taschenmesserseminar in Zürich Ende November ein Thema sein. Der ehemalige General Erich Warth wird da sein. Er war lange Jahre militärischer Berater der Kanzlerin Merkel. Er hat Putin persönlich getroffen. Ich meine auch, er hat Trump persönlich getroffen. Er wird dir im vertraulichen Rahmen hier seine Einschätzungen dazu geben, wie es geopolitisch in der Welt weitergehen wird. Er hat bei unserem letzten Event, bei dem er auch schon war, vorausgesagt, dass Trump sehr schnell hier letztlich für Frieden in der Ukraine sorgen wird. Mal sehen, ob es so kommt oder nicht. Ich würde mich freuen, dich bei diesem Event zu sehen. Alle Details zu dem Event im ersten Kommentar zu diesem Video. Wie immer kann dein Partner, Ehepartner, Geschäftspartner
Lebenspartner oder sonstige Begleitperson kostenlos zu dem Seminar mitkommen. Wenn auch du dich mit dem Thema Investition oder Umzug in die USA beschäftigst, auch vielleicht jetzt hier nach diesem Sieg von Trump, dein Interesse hier neu geweckt wurde, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind wir seit 2008 in den USA aktiv und beraten hier Mandanten, die in den USA tätig werden, in die USA umziehen wollen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.